Hallo, in diesem Video soll es um Agfa-Kameras gehen, genauer gesagt die Agfa-Falt- oder Klappkameras. Und diese haben sehr, sehr oft das Problem, dass der Balken nicht mehr lichtdicht ist. Und zwar gibt es dann in diesen Knicken oder hier beziehungsweise an den Ecken sehr oft Löcher. Das sind sehr, sehr kleine Löcher, oft nur Nadelspitzen groß, aber das reicht schon, dass die Bilder, die dann mit der Kamera aufgenommen werden, überbelichtet sind. Es ist nicht so, dass man da gar keine Bilder mehr machen könnte. Es ist auch nicht so gravierend wie bei Lichtdichtung in der Tür hinten. Wenn da Lichtanfall ist, dann ist ja sehr oft direkt das halbe Bild komplett überbelichtet und ja, es ist eigentlich hinüber. Mit denen kann man durchaus noch Bilder machen, allerdings sind sie dann wie gesagt überbelichtet und das möchte man ja auch nicht haben. In der Regel möchte man ja komplett richtig belichtete Bilder haben. So, dieses hier ist ein Vorkriegsmodell der Isolet. Da kann man bei diesen alten oft noch Glück haben, dass die Balken noch lichtdicht sind. Das ist bei dieser hier ist das auch der Fall. Und auch bei diesem fast identischen Nachkriegsmodell. Da ist der Balken auch noch lichtdicht. Da wurde wohl ein anderes Material verwendet. Das ist bei der hier allerdings, glaube ich, auch kein echtes Leder. Ja. So, wenn man sich dann allerdings die neueren Modelle anschaut, zum Beispiel hier die Isolet 2 oder die Isolet 3, dann wird man feststellen, dass die Balken oft nicht mehr lichtdicht sind. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Ich habe den Raum etwas abgedunkelt, sodass man das jetzt, hoffe ich, noch ein bisschen besser auf dem Video sehen kann. So, öffnen wir einfach mal die Kamerarückwand. Und dann kann man da einfach mal mit einer sehr, sehr hellen Taschenlampe reinleuchten. So, die hat auch einen Strobo-Modus. So, da kann man das jetzt hoffentlich gleich ein bisschen besser erkennen. Es flackert. So, das kann man jetzt hier ganz gut erkennen, denke ich. Wo man es in Natura natürlich besser sieht als auf dem Video. Ja, hier flackert das Licht durch. Wenn man den Balken sehr genau ableuchtet, dann wird man auf jeden Fall großer Wahrscheinlichkeit noch mehr Löcher finden an den Knickstellen. So, das war jetzt die Isolet 2. So, hier das Dreiermodell. Machen wir das gleiche auch mal. Die Rückwand auf. Na, jetzt blinkt es SOS. So, das kann man jetzt hier sehr schön sehen. Da haben wir auch direkt zwei Löcher, wo es blinkt und flackert. Nun, welche Möglichkeiten hat man? Ja,
Möglichkeit 1, man lässt die Löcher Löcher sein und ja, kann dann ausprobieren, wie sehr man in der Belichtung was verändern muss, damit die Bilder am Ende ja, korrekt belichtet rauskommen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich einfach, dass man einen Balken tauscht, einen neuen bestellt. Natürlich kein Original, aber einen nachgeahmten, die gibt es nach wie vor. Oder ja, man lässt ihn tauschen, geht natürlich auch. Allerdings habe ich das bisher noch nicht getan, da allein schon die Reinigung und das Nachfetten der Kameras oder in dem Fall bei der hier auch der Messsucher, den nachjustieren zu lassen, kostet auch schon, ja, so an die 150 Euro muss man da rechnen. Und da wollte ich nicht auch noch Geld in einen neuen Balken investieren, da es auch eine sehr, sehr viel einfache Möglichkeit gibt. Das wäre in dem Fall, habe ich zum Beispiel ein Silikon benutzt. Das ist auch ein schwarzes Silikon, das heißt, es fällt auch nicht großartig auf dem Balken. Ja, das kommt eigentlich aus dem Kfz-Bereich. Das ist, weil ich das verstanden habe, dazu, um irgendwelche, ja, an den Motoren irgendwelche Deckel abzudichten. Weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Zylinderkopfdichtung ersetzen kann, da bin ich kein Fachmann für. Ja, jedenfalls hat man den Vorteil, dass dieses halt sehr strapazierfähig ist, eine hohe Belastbarkeit hat. Wäre in dem Fall sogar ölfest, weil aus dem Kfz-Bereich, auch wenn uns das jetzt an den Kameras keinen Vorteil verschafft. Ja, das gibt es für, ich weiß gar nicht, so um die 10 Euro. Und dann kann man hinterher einfach mit einem Wattestäbchen ein bisschen was von dem Silikon hier auftragen. Dann am besten über Nacht trocknen lassen. Und dann ist das Ganze auch lichtdicht und ja, strapazierfähig. Und es hält und der Balken ist dicht. Das ganz für die ganze Tube hier, ja, also da kann man, denke ich mal, an die 10.000 Kameras bestimmt mit abdichten, da man wirklich nur eine ganz geringe Menge braucht. Ja, aber dann hat man auch wieder sehr viel Freude an den Kameras. Die sind dann wieder absolut lichtdicht.